Wir sind wieder gemeinsam in der Werkstatt. Heute geht es um Zusatzscheinwerfer und ich möchte zeigen, warum ich sie verbaue, wie ich sie verbaue. Es geht ein bisschen um Spezifikation und dann natürlich, ob das Ergebnis eintrifft, wie ich es mir erwartet habe. Wenn dich das alles interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es eben um Zusatzscheinwerfer. Ich bin wieder bei den lieben Mikas, die mir helfen, das alles zu verbauen. Und genau darum soll es heute gehen. Im ersten Teil zeige ich euch erstmal, warum ich überhaupt Zusatzscheinwerfer an meinem Van haben möchte. Danach reden wir kurz über die Spezifikationen, denn ich habe hier wieder einen Schmankerl gefunden. Dann gucken wir uns kurz den Einbau an und zu guter Letzt natürlich das Ergebnis. Erfüllt es meine Erwartungen, die ich an diese Lichter habe, an diese Zusatzscheinwerfer, gerade im hinteren Bereich. Da werdet ihr sehen, ist es mir sehr, sehr wichtig. Naja, und dann sind wir auch schon wieder durch. Und damit würde ich sagen, starten wir sofort los und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Warum denn jetzt überhaupt zusätzliche Scheinwerfer an meinem Campervan? Und da muss man unterscheiden zwischen vorne und hinten. Und ich muss ganz offen und ehrlich mit euch umgehen. Hier vorne geht es mir eigentlich eher um die Ästhetik. Also dass mein Fahrzeug meiner Meinung nach damit dann am Ende besser aussieht. Ich hatte zuvor hier zwei runde Scheinwerfer von den Strands. Und ich dachte, das passt super gut wegen dem runden VW-Zeichen hier. Aber ich war dann irgendwie ein bisschen skeptisch. So ganz überzeugt hat es mich nicht. Und jetzt hier mit diesen etwas dezenteren Scheinwerfern, die hier im Kühlergrill integriert sind, gefällt mir das dann doch wesentlich besser. Schreibt ihr gerne in die Kommentare, was euch besser gefällt. Am Ende ist das ja alles Geschmackssache. Aber wegen dem Licht war es mir eigentlich gar nicht, denn das Fernlicht hier, das bei meinem Auto verbaut ist, damit bin ich schon absolut fein und glücklich. Ich muss aber zugeben, jetzt wenn ich es benutze, habe ich doch deutlich besseres Licht, wenn ich zum Beispiel in Waldsituationen bin oder im Winter ist es mir auch aufgefallen, dass es dann nochmal deutlich mehr Fläche abzeichnet, als das mit den normalen Scheinwerfern der Fall ist. Ich glaube, für Leute, die viel in skandinavischen Ländern unterwegs sind zum Beispiel, wo du überhaupt kein Licht hast, über ganz, ganz weite Strecken, da sind solche Zusatzscheinwerfer durchaus sehr, sehr sinnvoll. So, hier hinten, da ist es bei mir ganz anders. Da geht es mir nicht ums Design, sondern da geht es mir wirklich um die Funktion. Und da sind zwei Sachen für mich sehr wichtig und relevant. Einmal, wenn ich mein Fahrzeug beladen möchte, dann habe ich im Dunkeln hier sehr wenig Licht gehabt. Und dann habe ich mir einfach mit solchen Taschenlampen beholfen. Die sind für mich auch super und fein. Die kannst du einfach mit Magnet dahin klemmen. Und in der Regel reichen die für das, was ich mache, vollkommen aus. Des Weiteren kann ich die sogar noch zur Absicherung einer Unfallstelle verwenden. Und die zweite Geschichte, die mir sehr, sehr wichtig ist, ich habe hier oben eine Rückfahrkamera. Und ich weiß nicht, wenn du auch eine Rückfahrkamera hast, wie es dir geht, wenn du in dunklen Verhältnissen unterwegs bist und das Wetter ist zudem auch noch sehr schlecht, dann habe ich das Problem, dass ich eigentlich nicht wirklich viel erkenne, wenn ich zurückfahre. Und das wollte ich ändern. Ich habe dann ein bisschen rumprobiert mit Kameras und so weiter und habe aber sehr schnell festgestellt, das liegt bei mir am Licht. Beziehungsweise anders formuliert, mit mehr Licht kann ich mir sehr viel schneller behelfen, dass ich ein ordentliches Kamerabild bekomme, wenn ich zurückfahre. Nachdem ich jetzt aber nicht immer nach hinten laufen möchte und diese Dinger hier anklappen möchte, wenn ich rückwärts fahre, das ist nicht praktikabel, brauchen wir nicht drüber reden, habe ich mir gedacht, okay, dann wären so zusätzliche Scheinwerfer natürlich hervorragend. Ja, und damit können wir dann auch gleich zu den Spezifikationen übergehen, denn diese Scheinwerfer hinten, die machen nicht nur Licht, die machen auch noch was anderes und dazu kommen wir gleich. Spezifikationen und diesmal möchte ich hier hinten beginnen mit diesen Zusatzscheinwerfern, denn ich habe es gerade gesagt, die machen noch was anderes, außer einfach nur ein Arbeitslicht zur Verfügung zu stellen. Denn wenn ich das hier aktiviere, dann blinken die auch und können somit zusätzlich helfen, eine Unfallstelle abzusichern beispielsweise. Jetzt aber erstmal der Reihe nach, wir beginnen mit den Spezifikationen. Es handelt sich hierbei um den Cube 4 Zoll von Lightparts. Ausgestattet ist das Modell mit Osram-Chips, arbeitet bei einer Betriebstemperatur von -30 Grad Celsius bis 65 Grad Celsius. Die effektive Leistung liegt pro Scheinwerfer bei 20,5 Watt, was man hier auch ganz gut bestätigt sieht. Klammer auf, hier sind zwei Scheinwerfer in Reihe geschaltet, Klammer zu. Der Weitstrahlwinkel beträgt 140 Grad und sorgt damit für eine große Ausleuchtung. Der Scheinwerfer wiegt 1,1 Kilogramm und hat eine Größe von ca. 10 auf 8 x 9 cm. Der Preis liegt bei 119 €. Ich habe dabei noch 10% Rabatt bekommen, weil ich das Ganze bei einer Frühjahrsaktion gekauft habe und ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Rabatt auch auf Messen erhalten könnte. Und es ist selbstredend, dass dieses Modell mit den entsprechenden ECE-Zertifikaten ausgeliefert wird.
Kommen wir zu dem rechtlichen Thema. Darf ich denn diese Scheinwerfer jetzt hier hinten einfach im Straßenverkehr verwenden? Wir fangen ganz von vorne an. Eintragungspflicht, also erstmal zum TÜV irgendwie abnehmen lassen und danach zur Zulassungsstelle. Das müsst ihr alles nicht machen. Diese Scheinwerfer haben eine ECE-Zulassung. Das bedeutet, ich darf sie an mein Fahrzeug montieren und darf sie dann theoretisch erstmal benutzen. Jetzt gibt es die nächsten Punkte. Wir fangen erstmal mit dem weißen Rückfahrlicht an. Dabei ist ganz wichtig, dass diese Scheinwerfer mindestens 25 cm über dem Boden, jedoch maximal 1,20 m über dem Boden angebracht werden dürfen. Es muss mindestens eine Rückfahrleuchte angebracht sein, maximal aber 2. Und damit beantworten wir jetzt eigentlich schon ganz viel dieser Frage, denn ihr seht schon, wir sind deutlich über 1,20 m und ich habe hier auch schon 2 Rückfahrscheinwerfer. Insofern ist das Ganze nicht zulässig. Des Weiteren müsste ich das dann an die Zündung anbinden, also die dürfen nur angehen, wenn die Zündung an ist und wenn ich fahrbereit im Rückwärtsgang bin. Also abgehakt, das Ganze darf ich nicht im Straßenverkehr verwenden, ist bei mir aber auch nicht so relevant, denn ich fahre jetzt im normalen Straßenbetrieb nicht wahllos irgendwie rückwärts, sondern in erster Linie, wenn ich irgendwie einparke, und das sind dann private Parkplätze, das sind Hofeinfahrten, das ist bei mir zu Hause, wo auch immer, und da ist es dann gar kein Problem, wenn ich hier meine Zusatzscheinwerfer anmache. Dieses Blinklicht, dieses Strobo, das darf ich auch nicht verwenden im Straßenverkehr. Also ich darf jetzt nicht einfach meinen Schwertransporter damit absichern oder irgendwie sowas. Ich sage jetzt aber mal so, und das dürft ihr jetzt nicht gegen mich verwenden, ich fahre sehr, sehr viele Kilometer mit dem Camper und ich komme damit auch leider immer wieder an Unfallstellen ran. Und ich sichere die super gerne mit ganz viel Licht ab. Und ich habe damit noch nie Stress gehabt. Im Gegenteil, ich wurde bisher immer von der Polizei gelobt. Und ich glaube, das ist eben auch das Thema, alles mit Vernunft einsetzen. Also wie gesagt, ich will euch nicht ermutigen, das im Straßenverkehr zu verwenden. Ich glaube aber, wenn es wirklich um Unfall geht und um die Absicherung von Menschen, dann muss halt jeder einfach vernünftig mit der Situation entsprechend umgehen. Ja, so viel hierzu, und jetzt springen wir mal nach vorne und gucken uns die Spezifikation und das rechtliche Thema von den Frontscheinwerfern an. Bei den Frontscheinwerfern handelt es sich um die Flat X 9 Zoll, ebenfalls von Lightparts. Der Scheinwerfer arbeitet bei einer Umgebungstemperatur von -40 Grad bis +80 Grad. Er hat eine Reichweite von 300 Meter und verfügt natürlich über alle notwendigen ECE-Zulassungen. Der Stromverbrauch bei 12 Volt liegt bei 31 Watt. Er hat 3 Modi, einmal ein weißes Positionslicht, einmal ein orangefarbenes Positionslicht und natürlich dann das entsprechende Fernlicht. Er wiegt 0,7 Kilogramm und die Abmessungen liegen gerundet bei 22 x 7 x 4 cm. Der Preis liegt bei 219 €. In meinem Fall kam dann noch das Einbaukit für den Kühlergrill dazu. Soweit zu den Spezifikationen, hier auch ganz kurz zu dem rechtlichen Thema. Also eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Wenn du das auch als Fernlicht benutzen möchtest, dann muss das auf derselben Höhe sein wie deine Hauptscheinwerfer, also wie dein eigentliches Fernlicht, das schon verbaut ist. Du darfst in Summe maximal 4 Lichter dafür verwenden. Die Lichtstärke darf 430.000 CD nicht überschreiten. In Summe zählt die Referenzzahl 100. Wichtig sind auch Themen, dass diese Scheinwerfer nur paarweise geschaltet sein dürfen und sie müssen auch paarweise nebeneinander angebracht werden. Somit fallen also zum Beispiel Lightbars oberhalb des Fahrzeuges schon mal komplett aus verschiedenen Gründen, weil sie nicht auf der Höhe des ursprünglich verbauten Lichtes sind, weil sie nicht paarweise angebracht sind etc. Diese würden also jetzt theoretisch funktionieren. Sie müssen aber dann mit meinem Fernlicht an und auch entsprechend wieder ausgehen. Ich habe diese beiden Scheinwerfer nicht mit meinem Fernlicht gekoppelt. Warum? Ich habe es eingangs schon gesagt, mir reicht das Fernlicht für die normalen Straßenbedingungen absolut aus. Und es kommt noch ein zweiter Punkt. Ich regle das mit einem separaten Schalter, denn ich habe mir von Lightparts sagen lassen, dass diese Scheinwerfer gerade nur auf 70% der Leistung eingestellt sind, damit wir eben die entsprechenden Normen einhalten, um die Zulassung zu bekommen, sie mit dem Fernlicht zu schalten oder das schalten zu können. Und jetzt bin ich eher darauf aus, zu sagen, hey, dann schaltet mir die doch auf 100% auf und dann habe ich richtig Bums, wenn ich mal Arbeitsscheinwerfer brauche. Also in meinem Fall ist das nicht mit dem Fernlicht gekoppelt, sondern ich benutze die nur als Arbeitsleuchten. Und wenn das soweit ist mit den 100%, ob das funktioniert, da gebe ich euch natürlich sehr gerne nochmal Bescheid.
Ja, jetzt wisst ihr, warum ich hier Zusatzscheinwerfer haben möchte, und jetzt geht es ums Verbauen. Und bevor wir anfangen, das zu montieren, geht es erstmal darum, sich zu überlegen, wo sollen sie denn hin montiert werden, und dann zum Beispiel auch so Kleinigkeiten, wie rum machen wir dann die Halterung, so rum oder so rum. Und all das muss vorher natürlich geklärt sein, damit du danach nicht irgendwelche Probleme hast. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, diese Heckscheinwerfer nicht auf dem Dach anzubringen, sondern wirklich am Heck anzubringen, überhalb der Türen. Jetzt kommt gleich der Part, warum ich immer heilfroh bin, in der Werkstatt zu sein. Das würde ich never ever selber machen, und zwar wird jetzt gebohrt. Naja, wenn wir hier über den Einbau sprechen, ich möchte diese Lampen auch über Revotion schalten können. Revotion ist ein System, da gibt es ein eigenes Video zu, und das wird eigentlich das Spezielle dran, denn dann kann ich die sogar über eine App steuern. Das klingt jetzt erstmal doof, aber das kann für mich durchaus Sinn machen. Zum Beispiel kann ich mir dann so Panikknöpfe machen, wenn der Alarm losgehen würde, dass ich erstmal für volle Lotte Licht sorgen könnte. Und es gibt einen weiteren sehr großen Vorteil, und das ist das Verlegen der Kabel. Denn jetzt muss ich bei meinen Scheinwerfern nur den Strom legen. Den kann ich mir direkt hinten am Fahrzeug von meinem EcoFlow-Verteiler abzwacken, muss aber keine Leitung mehr nach vorne legen, um die Scheinwerfer schalten zu können. Und das ist durchaus auch eine deutliche Arbeitserleichterung. Im Anschluss an den Funktionstest werden die Scheinwerfer verklebt und zusätzlich verschraubt, ordentlich eingestellt, und dann geht es nach vorne zu den vorderen Scheinwerfern. Hier möchte ich die Scheinwerfer im Grill integrieren, und das bedeutet, man muss hier erstmal mit der Säge ran. Mit dem hier eingesetzten Montagekit kann man dann die Scheinwerfer fest verschrauben. Die Kabellage war relativ einfach für uns in diesem Fall, denn es lagen hier schon Kabel für die Scheinwerfer, die zuvor montiert waren, und die haben wir einfach wiederverwendet, genauso wie die Schalter im Cockpit. Fazit: Brauche ich denn jetzt Zusatzscheinwerfer am Fahrzeug, ja oder nein? Ganz klar, nein. Denn wenn wir ehrlich sind, dann sollte ein Fahrzeug, das du dir heute kaufst, in der Lage sein, im normalen Straßenverkehr sowohl nach vorne als auch nach hinten das entsprechende Licht abgeben zu können. Bei mir ist es jetzt aber so, das ist mein Alltagsfahrzeug, und ich muss, um zu Hause parken zu können, eine ganz enge Straße rückwärts fahren. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich diese Zusatzscheinwerfer jetzt habe. Die bringen mir wirklich einen riesengroßen Vorteil. Es ist aber auch klar, wenn du das nicht hast und es einfach nur mal darum geht, dass du mal kurz im Winter irgendwas laden musst, dann reicht dir so ein Arbeitsscheinwerfer, den du dir da einfach hinmachst für 20 €, der dann auch noch mal ein Warnlicht zeigen kann, definitiv aus, keine Frage. Denn da sind die deutlich teurer, und es kommt natürlich auch noch mal der Einbau dazu. Also machen wir uns nichts vor, notwendig ist das nicht. Frontscheinwerfer bräuchte ich gar nicht. Ich habe das schon anfangs im Video gesagt, weil mir das normale Licht wirklich ausreicht. Für mich ist das eher so ein Designthema, und da bin ich froh, dass ich jetzt diese gefunden habe. Die gefallen mir wahnsinnig gut. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Da muss halt jeder auch für sich selber wieder entscheiden, ist einem das wert oder nicht. Und Design ist auch immer keine reine Demokratie, sondern eine ganz persönliche Geschichte. Also das empfindet ja auch wieder jeder anders. Wenn du jetzt hingegen aber viel in skandinavischen Ländern unterwegs bist, dann glaube ich, machen solche Frontscheinwerfer durchaus Sinn. Oder wenn du ganz viel im Wald unterwegs bist oder auch dein Fahrzeug hernimmst, um im Wald zum Beispiel zu arbeiten oder auf der Baustelle zu arbeiten oder wo auch immer, dann ist das Ganze natürlich schon wieder was anderes. Soweit also das persönliche Fazit. Und jetzt würde ich mich total über einen Daumen nach oben freuen. Da geht es mir nicht darum, dass ihr sagt, hey, ich bin für Licht oder ich bin gegen Licht, sondern das ist eher so ein kleines Dankeschön an mich, dass ihr euch vielleicht wieder eine kleine Meinung bilden konntet, dass ich euch vielleicht auch mit diesen rechtlichen Themen ein bisschen weiterhelfen konnte. Das findet ihr übrigens auch alles auf meiner Webseite nochmal ordentlich strukturiert, übersichtlich, sodass ihr euch das nochmal gemütlich anschauen könnt. Denn so Gesetzessachen sind immer nicht so einfach, und ich bin natürlich auch kein Jurist. Also wenn ihr da auch wirklich konkret bei euch Fragen habt, dann fragt einfach einen TÜV-Prüfer, lasst euch da helfen, die sind da ja für da. Ja, und jetzt, wenn ihr total wild seid und das noch nicht gemacht habt, gerne den Kanal abonnieren und drückt auch die Glocke, denn dann werdet ihr sofort informiert, wenn es hier auf dem Kanal ein neues Video geben wird. Normalerweise immer Montag 18:30 Uhr, aber diese Woche ganz verrückt, nochmal 2 zusätzliche Videos diese Woche, denn es steht eine Weltpremiere bevor. Deswegen muss ich mich jetzt auf die Socken machen. Da bin ich nämlich schon sehr gespannt drauf und freue mich drauf. Vielleicht sehen wir uns also dazu gleich schon wieder. Dienstag ist es soweit, und bis dahin wünsche ich euch, egal ob ihr mit Zusatzscheinwerfern unterwegs seid oder nicht, immer ganz, ganz tolle Reisen. Das Wichtigste ist, dass ihr gesund und vor allem sicher wieder nach Hause kommt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.